An einem Tag stieß Midori beim Surfen im Internet auf eine herzerwärmende Geschichte über ein Tierheim, das kürzlich eine Krankenstation für 2 neugeborene Kätzchen veröffentlicht hatte. Als sie die Geschichte las, sank ihr Herz. Das Tierheim hatte nur noch wenige Tage, um eine neue Familie für die Kätzchen zu finden, sonst würden sie euthanasiert werden. Der Gedanke unschuldiger Leben, die an einem seidenen Faden hängen, berührte Midori zutiefst, und sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie etwas tun musste. Als sie ihre beiden Kätzchen ansah, wusste sie, was sie tun musste. Sie rief sofort beim Tierheim an und bot an, zu helfen und die Neugeborenen aufzunehmen. Da sich das Tierheim in der Nähe befand, eilte Midori hin, um die beiden schutzbedürftigen Kätzchen abzuholen. Die Mitarbeiter des Tierheims waren dankbar für ihre schnelle Reaktion und mit Tränen in den Augen übergaben sie die winzigen Seelen ihrer neuen Pflegerin. Zu Hause empfingen Midori und ihr Mann die Neuankömmlinge liebevoll und tauften sie Haku und Koi. Die Kätzchen waren zerbrechlich und weinten ununterbrochen, aber das Paar war entschlossen, sie mit aller Liebe und Pflege zu überschütten. Mit der Zeit passte sich Koi wunderbar an und wurde eine zufriedene und liebevolle Katze. Hingegen flossen Hakus Tränen weiter, was Midori und ihren Mann verwirrte und das Herz brach. Sie entschieden, dass Haku vielleicht die tröstende Anwesenheit einer Mutter vermisste. In einem herzlichen Versuch, Hakus Kummer zu lindern, beschloss das Paar, ein großes, weiches Spielzeug einzuführen, in der Hoffnung, dass es als Ersatzmutter dienen könnte. Als Haku das Spielzeug sah, geschah etwas Wunderbares. Er verliebte sich sofort darin. Das flauschige Spielzeug wurde sein ständiger Begleiter und er klammerte sich daran, als wäre es sein Lebensretter. Midori und ihr Mann beobachteten mit Staunen, wie Haku eine Bindung zu dem Spielzeug aufbaute. Er kuschelte sich an es, schlief neben ihm und gab ihm sogar eine Massage mit seinen winzigen Pfoten. Der Anblick der liebevollen Gesten des kleinen Kätzchens brachte Freude und Erleichterung in die Herzen des Paares. Im Laufe der Zeit vertiefte sich Hakus Bindung zu dem Spielzeug und sein häufiges Weinen ließ nach. Das Spielzeug bot ihm den Trost und die Sicherheit, die er brauchte, und füllte die Lücke, die seine fehlende Mutter hinterlassen hatte. Das Paar wusste, dass sie die perfekte Lösung für Hakus Kummer gefunden hatten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.